Hallo und willkommen bei der Fahrschule Punkt. In diesem Video geht es heute um den toten Winkel. Und warum ist es so wichtig, den Schulterblick zu machen, wenn du abbiegst? Vor allem beim Rechtsabbiegen. Das nehmen wir heute durch. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wozu brauchen wir den Schulterblick? Es gibt Autofahrer, die nicht blinken, und es gibt diejenigen, die keine Schulterblicke machen. Doch brauchen wir ihn wirklich? Wenn wir abbiegen möchten, müssen wir uns vergewissern, dass alles frei ist, damit wir keinen Unfall verursachen. Wir müssen auf die Fußgänger und die Radfahrer achten, die von vorne kommen, und auch auf die von hinten kommen. Wir sichern den Fahrweg ab, bevor wir abbiegen. Das Schlimmste, was einem Autofahrer wohl passieren kann, ist, dass er jemanden übersieht. So wie in diesem Beispiel. Der Autofahrer blinkt nicht und es kommt ein Radfahrer von hinten. Der Albtraum eines jeden Autofahrers. Zu Recht. Es passiert leider schnell, dass man etwas übersieht. Besonders, wenn man nicht genau hinschaut. Aber sehen wir das nicht im Spiegel? Das ist eine gute Frage. Das schauen wir uns mal an. Wenn wir in den Innenspiegel schauen, dann sehen wir den Bereich hinter unserem Fahrzeug. Wenn wir in den linken oder rechten Außenspiegel gucken, dann sehen wir den Bereich links und rechts knapp hinter uns. Hier grün eingezeichnet. Und wenn wir nach vorne schauen, da sehen wir alles, was vor uns ist. Aber da fehlt doch ein Bereich. Das ist der Bereich, den wir im Spiegel nicht mehr sehen. Und auch nicht, wenn wir geradeaus nach vorne gucken. Das ist der tote Winkel. Hier rot eingezeichnet. Befindet sich jemand im toten Winkel, können wir ihn nur sehen, wenn wir einen Schulterblick machen. Oder eher einen Seitenblick. Denn dafür braucht man sich nicht so weit nach hinten drehen. Denn alles, was hinter dir ist, das siehst du im Innenspiegel. Und in den Außenspiegeln. Doch das, was neben uns ist, verschwindet im toten Winkel. Und genau da müssen wir hingucken, damit wir niemanden überfahren. Wie in diesem Beispiel. Wo kommt der denn jetzt her? Spulen wir das Ganze nochmal zurück und gucken wir uns das nochmal genauer an. Im Innenspiegel und im Außenspiegel ist keiner zu sehen. Der Radfahrer kommt aus einer Einfahrt. Der ist im Außenspiegel immer noch nicht zu sehen. Wir machen zum Glück den Schulterblick. Und somit können wir den Radfahrer retten. Gerade wenn du denkst, es ist alles frei, da musst du erst recht gucken. Das ist nochmal gut gegangen. Und nicht vergessen, der Schulterblick rettet Leben. Es gibt eine sinnvolle Reihenfolge, wie man die Spiegel benutzt, wann man den Blinker anmacht und wann du den Schulterblick machst. Wir schauen erstmal in den Innenspiegel, dann in den Außenspiegel. Dann machen wir den Blinker an, dann kommt der Schulterblick. Das machst du frühzeitig. Und direkt vor dem Abbiegen musst du nochmal absichern, ob alles in Ordnung ist. Über die Spiegel und durch den Schulterblick. Erst dann kannst du abbiegen. Das nennt man die doppelte Absicherung. Aber auch dabei kann man etwas falsch machen. Wenn du in den Innenspiegel schaust, in den Außenspiegel und den Schulterblick machst, da vergeht ja viel Zeit. Das dauert einfach zu lang. Nur kurz hingucken. Merke dir, lieber zweimal kurz gucken, statt einmal zu lang. Das machen wir am besten so. Kurzer Blick in den Innenspiegel, dann wieder nach vorne gucken. Kurzer Blick in den Außenspiegel, dann wieder nach vorne gucken. Dann kommt der Blinker und dann kurzer Seitenblick oder Schulterblick. Dann wieder nach vorne gucken. Hier auf dieser Straße ist etwas mehr los. Viele Fußgänger sind unterwegs.
Wir sichern frühzeitig ab durch den Innenspiegel, Außenspiegel, machen den Blinker an, machen einen Schulterblick, lassen die Fußgänger rüber. In der Zeit, wo man hier jetzt steht und wartet, muss man nochmal absichern, durch die Spiegel und nicht vergessen, einen Schulterblick machen. Ah, da ist ja noch jemand. Eben gerade im Spiegel nicht zu sehen. Und dann können wir abbiegen. Geparkte Fahrzeuge können uns die Sicht verdecken, wie dieser LKW hier. Dahinter könnten Fußgänger sein und auch Radfahrer. Gut absichern, dass da keiner kommt. Denn dabei entsteht eine besondere Gefahr, wenn da geparkte Autos am Fahrbahnrand stehen. Da könnte auch ein Radweg nebendran sein. Und wir müssen uns nach den geparkten Autos einordnen, auf die rechte Seite, weil wir Rechtsabbieger sind. Das heißt also, vorher einen Schulterblick machen, dann einordnen. Und dann nochmal absichern und Schulterblick nicht vergessen. Und dann erst abbiegen. Und so sieht es in der Realität aus. Wir gucken zunächst in den Innenspiegel, dann Außenspiegel, dann kommt der Blinker. Dann kommt der Schulterblick, dann einordnen, nochmal in den Spiegel gucken und Schulterblick und abbiegen. Geschafft. Gleich nochmal. Wir schauen in den Innenspiegel, den Außenspiegel, machen den Blinker an, machen einen Schulterblick. Ordnen uns ein. Jetzt haben wir hier keine Vorfahrt. Müssen erst absichern, dass keiner kommt von links und von rechts. Auch auf Radfahrer achten. Beim längeren Stehen nochmal in den Spiegel schauen. Und einen Schulterblick machen. Und abbiegen. Hier befinden sich geparkte Autos und dahinter direkt ein Fahrradweg. Im Außenspiegel kann man den Radweg gar nicht erkennen. Da muss man richtig aufpassen, dass man keinen Radfahrer übersieht. Das Ganze sieht am Anfang vielleicht etwas kompliziert aus. Aber wenn ihr das immer wiederholt und übt, dann wird es zu einem Automatismus und ihr müsst nicht mehr darüber nachdenken. Es kommt automatisch. Denn es reicht nicht einfach nur Auto fahren zu können. Es muss auch sicher sein. Und das funktioniert nur mit der richtigen Blicktechnik. Denn das rettet Leben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt auf jeden Fall gesund und wir sehen uns das nächste Mal.